Bock auf Apple Crumble aus dem Pizzaofen? Mit Äpfeln, Zimt, Zucker, unleckeren Streuseln. Was willst du mehr? Fertig in unter 8 Minuten. Schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute Apple Crumble und ganz einfach, wir nutzen gleich die Nachwärme von unserem Pizzaofen. Also ganz easy Nummer. Wenn du keinen Pizzaofen hast, kannst du das natürlich auch gerne zu Hause im Backofen machen. Ist wirklich so eine schnelle Nachtischnummer. Also nichts Tolles, ne? Naja, es ist definitiv ein Nachtisch, der eine sichere Bank ist. Definitiv. Denn wir kennen doch alle auf dem Kuchenbuffet so die Kuchen, die immer gehen. Ja. Apfelkuchen, Erdbeerkuchen, Käsekuchen. Das wohl wahr. Und Apple Crumble ist halt ein geiler Nachtisch. Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal ganz flugs zu den Zutaten, ne? Ja. Also wir haben jetzt hier hinten einmal ein bisschen Mehl. Dann, klar, Apple Crumble, Apple. Dann ein bisschen Zitrone, da braucht man ja für die Äpfel, dass die schön die Farbe behalten und ein bisschen Geschmack kriegen. Dann ein bisschen braunen Zucker. Hier ist Salz, ne? Ja. Klar. Weil alles, was gebacken wird oder in Gänsefüßchen gebacken wird, muss Salz dran. Dann ein bisschen Butter für den Crumble. Hier nachher zum Verfeinern, Puderzucker. Dann, ein bisschen Zimt, weil Zimt passt wunderbar dazu. Haben wir Feines. Ach, Bonbon Vanille als Tröpfchen. Ja, ja. Scharfmesser, paar Töpfchen. Wenn du so alles hast, kannst du gerne Auflaufform oder sowas holen. Ja, ich würde sagen, wir räumen den Bums mal beiseite. Und dann kommen wir schon zum Apple-Schelle, ne? Unbedingt. Ich glaube, ich muss jetzt keinem erzählen, wie man Apple schält. Also ich zeige das mal gerade Flux hier. Und dann, Ja, weil du machst das so schön. Also, ich habe noch nie eine Definition gehabt von schön Äpfel zu schälen. War auch eher ein Witz. Ja, heißt, du bist so froh, dass du das machen musst. Bestle gemacht. Bestle gemacht. Bist du froh, dass du das machen musst. Richtig. Ja, war mir klar. So, aber man muss ja fairerweise sagen, normalerweise, wer unsere Videos kennt, weiß, dass meine Frau immer vorher alles schnippelt. Ich mich darauf ausruhen kann, dass sie jetzt so schön geschnitten hat. Also, ja. Ich mache ein paar Stellen zu Ende. Dann geht es gleich weiter. Jo, schmapp jetzt einfach. Und jetzt hier so ein Appelteiler. Das klappt mit den kleinen Äpfel, weiß ich schon nicht. Ah, guck mal hier. Immer frei. Darf ruhig doof sein, muss uns helfen wissen. So. Wir sind jetzt saftige Äpfel. Und wir kommen jetzt ja bald auch schon in den Herbst. Ja. Und was passt da besser als Äpfel mit Zucker und Zimt? Ja, das ist wohl wahr. Ich bin ein bisschen kritisch, der macht anders jetzt. Ein kritischer Apfel? Kritischer Apfel. Ja, ich muss dir ein bisschen viel abschneiden. Ja, der ist für Scharfmesser, weißt du? Ja, das sind halt Bio-Äpfelchen, ne? So. Unsere Äpfel ist einfach nur in so, ja, so Scheibchen oder schneiden, sag mal so, ne? Den ja so aussehen. Das ist sehr schön. So. Das mache ich jetzt mal schnell und dann gehe ich wieder weiter. So. Wir kommen dem Ende zu. Jetzt kommen die Äpfelchen hier rein. Einfach, dass man sie besser gleich vermengen kann mit der Zitrone und dem Zucker. Von dem Zimt. Jetzt kommt hier unsere Zitrone rein. Mal eine halbe rein. Ja, eine halbe reicht definitiv. Die hat so viel Saft. Wahnsinn. So. Dann ein bisschen von unserem Vanille. Extrakt, aber Mühe, ne? Ja, ich hole mir besser mal einen Löffel hier hin. Bevor du die reinträufst, macht zu viel. So ein Tröppelchen hast du gesagt, ne? Ja, so 3, 4, so reicht. Ja. So. Dann einen guten Schlag von unserem Zimt. Oh, das ist gerade neu. Ja. Noch besser. Und wirklich einen guten Schlag, ne? Ja. Zimt muss da definitiv rein. So. Das verrühren wir jetzt erstmal, bevor das hier, weil es ist bald ein bisschen windig hier. Kannst noch ein bisschen Puderzucker reinmachen. Ja, gute Idee. Ein bisschen süß. Weil die Äpfelchen, die sind noch ein bisschen säuerlich. Das muss ja süß sein. Ja gut, das muss sein. Na. Toller Puderzucker. Vorführeffekt.
Das muss auch nicht so extrem viel sein, ne, So. Schatzebärchen? Ja, ist ja gut. Jetzt wieder rüber die ganze Sache. Und mal wieder ist das Schälchen zu klein. Das wäre ein Talent für, ne? Wieso, passt doch hervorragend. Ja, vom Aussehen her. Auf dem Grün ist Kacke. Wenn es nichts zu beschweren gibt, ne? Ja, hast recht. Da bist du typisch deutsch. Hast recht, hast recht. Das ist touché. So. Jetzt haben wir hier unsere Auflaufförmchen. Man könnte jetzt natürlich auch eine größere Auflaufform Klar. holen. Aber wir brauchen 3 Portionen. Richtig. Die haben wir jetzt hier innen drin schon gebuttert. Einfach, dass der Krempel ja nicht anbaut. Ich werde jetzt hier irgendwie ohne große Unfälle einzufüllen. Aber auch nur zur Hälfte, ne? Weil Ja. da kommen ja auch noch die Crumbles Das drauf. ist eigentlich noch besser daran. So, ne? Perfekt. Ja, komm mal hier. Mehr auf gar keinen Fall. Ich mache Löffelchen für ein Löffelchen. Ich merke es schon. Nee, die sollen ja gleich auch ein bisschen erhitzen, ne? Ja. Und so lange ist das ja auch gar nicht im Pizzaofen Nee, dafür ist drin. er einfach zu heiß. Richtig. Müssen wir beisagen, hier unser Cloven Pizzaofen, unser Cloven Raptor 2. Der macht mal locker 500, 600 Grad wie nix. Wir haben eben noch Pizza gemacht, deswegen sieht schon ein bisschen fettig aus. Und weil es gut warm hier. Und jetzt wollen wir einfach das Gleiche, das ist ja gerade am Ausbrennen. Das sollte man immer mal machen, einfach um die Reste rauszubrennen, die noch vom Pizzabacken drin sein könnten. Und gleich schalten wir den aus und dann werden wir mit der Nachwärme unsere Sache hier backen. So, hast du keinen Pizzaofen, einfach zu Hause im Backofen, 180 Grad, ne? Und dann Umluft laufen lassen, bis sie schön goldbraun sind. Genau. So, kommen wir gerade zur Seite. Und dann ab an die Streusel. Richtig. Den Rest von den Äpfeln essen wir in der Suppe mit ein bisschen Joghurt. Ne? Ja. Jetzt haben wir hier unser Streuselchen. Da rein kommt jetzt, eigentlich relativ einfach. Also in der Schüssel ist erstmal Mehl drin. Hier ist Mehl drin. Dann nehmen wir braunen Zucker. Richtig. Der ist gerade schon ein bisschen, ich muss ihn gerade ein bisschen lösen hier. So, der braune Zucker da rein. So. Dann hier unsere Butter. Und eine Prise Salz. Genau. Wer es verdammt süß mag, nimmt jetzt nochmal Zucker. Jetzt einfach nur, jetzt nicht glatt rühren. Das soll ruhig ein bisschen grob sein. Aber es soll schon so sein, dass überall alles vermengt ist. Richtig? Richtig. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich bin jetzt so der Bäcker. Er sieht nur gern. Sieht man ja auch. Am besten machst du es jetzt wirklich mit den sauberen Patschehändchen. Okay. Doch die Patschehändchen. So. Ja, geht Kannst du noch besser. richtig fest andrücken. Ja, mach ich doch. Aber nochmal, Schüsselchen zu klein. Das ist wirklich so. Also, wenn jetzt meine Hand zu groß ist, die Schüssel so klein. Eins von beiden passt hier gerade. Die Leute wollen dich mit einer kleinen Schüssel sehen. Nein, Doch. nein. Musst du mir gerade helfen? Ich habe noch nie so viel Streusel gemacht. Ist das so okay? Das ist so perfekt. Ja, super. Dann ab zur Seite damit. Und dann kannst du jetzt ein Schüsselchen nehmen Ja, und dann streuselst du die so da drauf, wie du das für richtig hältst. Etwas kleiner, etwas größer. hast du da gerade wirklich gesagt, so wie ich das für richtig halte? Ja. Gut, muss gleich mein Gelände eintragen. So, ne? Perfekt. So. Und das war eigentlich auch schon die ganze Kunst an der Sache. Aber wir haben das schon ein paar Mal auf dem Grill gemacht, wobei, da muss ich ehrlich sein, da hat meine Frau die Sache vorbereitet. Ich habe es einfach nur auf den Grill gestellt. Ja, aber du hast ja jetzt gesehen, dass das keine große Nummer ist. Nein, Und meistens sind die einfachen Rezepte ja auch die besten. das war. Das erleben wir immer wieder, egal ob beim Kochen, beim Backen oder beim Grillen. Jo. Du brauchst halt nur gute Zutaten. Ja. So. Ich mache mal gerade die Vorderfüße sauber und dann geht es weiter. Jetzt kommen hier unsere Deckelchen drauf, ne? Ich werde jetzt unseren Pizzaofen ausschalten. Die Restwärme reicht uns jetzt. Und jetzt probiere ich hier unfallfrei, ohne mir die Flossen zu verbrennen, unsere Auflaufhörnchen reinzustellen.
Da siehst du, das geht ratzi-fatzi. Alles, was am Boden gehangen hat, brennt jetzt. So. Und dann kommt der Deckel rein. Feierabend. Und jetzt warten wir. Einfach so lang, bis sie schön goldbraun sind. Ich denke mal, bei der großen Hitze, seit wir die Thermometer hochrasen, werden die maximal, Viertelstunde? wenn überhaupt, ich denke eher 10 Minuten. Also klar wird die Hitze jetzt erstmal hochgehen, dann wird sie abfallen, aber länger auf keinen Fall. In der Zeit räumen wir hier mal auf und dann geht gleich weiter. Unser Ofen hat jetzt knappe 200 Grad noch Restwärme, das ist schon Wahnsinn. Jetzt gucke ich mal, ob ich die Deckel abmachen kann. Das riecht schon herrlich. Das duftet. Guck mal hier. Oh, das ist ja schon fast fertig, oder? Krass. Ja, Deckelchen ab. Ah, herrlich. Also das gibt gerade wirklich Herbstfeelings. Krass. Und riecht wie ein Apfelkuchen. Ja. Und ist verdammt heiß. Deckelchen wieder rein und dann kurz überbacken. Hey. Ja, auf dem... Wir haben jetzt sage und schreibe knappe 10 Minuten maximal rum, ne? Ja. Ich habe sie eben noch mal kurz nach hinten gestellt, weil hinten ein bisschen mehr Restwärme ist. Wir haben immer noch über 150 Grad im Ofen. Das ist echt hart. So, Deckelchen raus. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt jede Menge, probieren wir so. Brandblasen einfangen. Ja. Ja, Brandblasen. Ah, guck mal hier. Guck mal, wie schön. Wow. So. Ah. Besser. Und die werden immer besser. Herrlich. So, den hier noch. Wunderbar. Ja, das hat den Namen Streusel verdient. Herrlich. Das sieht ganz toll aus. So, jetzt kommt hier oben drüber, weil da ist Zucker genug drin, noch ein bisschen Puderzucker. Also was sein muss, muss sein. Ja. Also jetzt, die ist echt kacke, ne? Ja, mein Gott, das erfüllt seinen Zweck. Für hier draußen reicht das. Ja. Ganz dekadent. Machst du jetzt noch eine Kugel Vanilleeis drauf. Richtig. Aber so geht unser Apple Crumble aus dem Pizzaofen. Wie gesagt, kannst du auch im Haushaltsofen machen. Wir heute in unserem Cloven Raptor 2. Besser kannst du gar nicht die Nachhitze. Wir haben jetzt kein Gas verbraucht. Wir haben wirklich nur die Nachwärme genutzt. Wahnsinn. Und dann so ein leckeres Ergebnis. Also, hier ist richtig kross. Herrlich. Ja, vor allen Dingen auch ein Nachtisch mit Zutaten, die fast jeder zu Hause hat. Richtig. Hast du keine Äpfel, nutzt du Beeren oder irgendwas anderes? Das ist so Kannst vielfältig. du mit fast allem machen. Richtig. Einfach herrlich, einfach toll. Und ganz wichtig beim Apple Crumble, oder egal welchen Crumble du machst, der muss warm gegessen werden. Gut, der will jetzt brühend heiß sein, egal. Ich werde es gleich probieren. Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungas-kitchen.de. Genau. Falls du Interesse an dem Pizzaofen hast, den haben wir unten auch mal verlinkt. Ganz tolles Teil. Haben wir auch hier oben ein Video zu, wo wir den ausgepackt haben. Auch mal gerne schauen. Und wir haben einen Rabattcode. Richtig, Ungas 5. Das war sogar noch 5%. Das ist eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Und die haben immer wieder tolle Angebote. Also auf jeden Fall mal reinschauen. Unsere Freunde von Cloven, das ist ein ganz toller Pizzaofen. Und ansonsten, lasst es schmecken. Wir freuen uns über einen Kommentar. Was machst du immer als Nachspeise beim Grillen oder so? Gerne mal unten reinschreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, oder probieren. Gut, probieren muss. Ach, guck mal, herrlich. Oh, guck mal hier. Ja, so sieht das aus. Herrlich. Ab rein in die Futterluke. Guck mal. Alles. Entschuldigung. Aber lecker. Oh. Boah, lecker. Aber heiß. Leck mich mal. Aber lecker.